Hallo liebe Game Dev Community und willkommen zum dritten Devlog meines Spiels Above the Sky. Above the Sky ist ein City-Building-Spiel, in dem es um das Erbauen eines Dorfes und das Managen der einzelnen Bewohner geht. Ich habe mit der Entwicklung von Above the Sky im Januar 2020 im Rahmen des German Game Dev Showcases angefangen und hoffe, dass es mein erstes vollwertiges Spiel wird. Bei der Entwicklung von Above the Sky bin ich auf einige Probleme gestoßen. Da ich Spiele normalerweise für Game Jams entwickle, habe ich auch bei diesem Projekt einfach angefangen zu programmieren und Features wurden mit dem typischen Game Jam Mindset Hauptsache funktioniert hinzugefügt. Dies wurde mir in den letzten Monaten zum Verhängnis, da ich nach einer längeren Pause wieder am Spiel gearbeitet habe und weder den aktuellen Stand des Spiels wusste, noch den Spaghetti-Code entziffern konnte. Also habe ich das gemacht, was jeder normale Entwickler macht, wenn er an einem Spiel mehrere Monate gearbeitet hat, und habe von vorne angefangen. Um nicht wieder den Überblick zu verlieren, habe ich im ersten Schritt ein Trello-Projekt angelegt. Dort wurden Features festgelegt, die für das Spiel wichtig sind. Außerdem enthält die Trello-Seite eine Roadmap mit kleinen Meilensteinen, um Ziele festzulegen. Nachdem das Trello-Projekt für den ersten Prototypen fertig war, habe ich mich an die Planung für die Codestruktur gemacht. Hier habe ich mit einem anderen Programmierer verschiedene Herangehensweisen diskutiert und eine geeignete Datenstruktur entwickelt. Da ich mich bei den vorherigen Versionen zu stark auf die Grafik konzentriert habe, wollte ich dieses Projekt simpel anfangen und habe primitive Formen genutzt. Nachdem der Code entwickelt und getestet war, habe ich mich daran gemacht, die vorhandenen Assets einzubauen. Bei der alten UI hatte ich viele Texte und Regler, die noch keine Logik hatten. Daher habe ich bei der neuen UI nur Elemente eingefügt, die auch direkt an vorhandene Daten gekoppelt werden. Die letzten Sachen, an denen ich gearbeitet habe, sind das Platzieren sowie Bewegen von Gebäuden, ein neues Jobsystem und Inventare. Der Plan für die nächsten Wochen beinhaltet ein Fenster für Einwohner sowie der Beruf des Farmers. Dieser Job ist noch für den Prototypen geplant, da das Farmhaus das Bauen anderer Gebäude wie Felder sowie einen komplexeren Beruf beinhaltet, der von dem des Sammlers abweicht. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr mich gerne abonnieren und auf Twitter folgen, wo ich regelmäßig neue Updates zu dem Spiel rausbringe.